Hallo liebe Hausbauhelden. Diese Haustour ist etwas ganz Besonderes. Wir fahren für euch an die Nordsee und zeigen euch ein Massivhaus-Bungalow, der kein Musterhaus ist und kein Kundenhaus, sondern ein Ferienhaus, in dem wir sogar 2 Tage Probe wohnen dürfen. Diesmal gibt es also echte Wohnerfahrungen von Matze und mir und natürlich die gewohnten Tipps zu Planung und Konstruktion. Denn obwohl das Ganze in Massivbauweise erstellt ist, ist es quasi ein Fertighaus. Und wie das alles funktioniert und wie das aussieht, schauen wir uns zusammen an. Also kommt mit! So, jetzt habe ich mein Gepäck verstaut und wir fangen gleich an mit den Daten und Fakten. Der Bungalow hat ungefähr 130 Quadratmeter Wohnfläche und Abmessungen von 12,48 Meter mal 13,43 Meter, ist also fast quadratisch. Hinten gibt es so eine eingezogene Terrasse im Winkel, das schauen wir uns natürlich vom Wohnzimmer aus an. Und was schon mal ganz toll ist, es gibt einen überdachten Eingangsbereich. Auf dem Dach seht ihr schon, das ist ein 30 Grad geneigtes Walmdach. Es ist als Binderdach ausgeführt. Auch das schauen wir uns von innen an. Wie das aussieht im Dachraum, ist eine Indach-Photovoltaikanlage integriert. Das war für 2016, als das Haus erbaut worden ist, wirklich schon eine ganz tolle Sache. Ihr seht schon, da gibt es Photovoltaikziegel, die man kaum unterscheiden kann von diesem dunklen Dachstein. Insgesamt sind es jetzt nur 4,5 Kilowatt Peak-Leistung, aber da ist natürlich auch mehr möglich. Drin gibt es dazu einen passenden Speicher mit 2 Kilowattstunden Speicherkapazität. Auch das ist natürlich aufrüstbar. Ganz besonders ist natürlich, was hier sofort ins Auge fällt, diese Klinkerfassade. Das ist jetzt ein weiß-grauer Stein in einem Sonderformat. Das ist das Dünnformat. Der ist also sehr schmal. Wenn euch das genau interessiert, kann ich euch auch nennen, wie der Stein heißt. Der wird handwerklich vorgemauert auf der Baustelle, ist also ein echter Verblender. Und ich habe mal gefragt, das kostet fertig verarbeitet etwa 230 € pro Quadratmeter. Ihr seht schon, dass dann eben auch die Fensterbänke mit diesem Klinker gemacht sind. Wir haben Kunststofffenster drin, die sind außen Anthrazit, innen weiß, dreifach verglast und außen ist es so ein bisschen eine genarbte Oberfläche, also nichts Hochglänzendes. Das ist einfach pflegeleichter. Dann sehen wir hier jetzt auch schon die Dachuntersichten. Das sieht ja so ein bisschen aus, als wäre es Holz. Das ist aber eine Kunststoffverblendung. Auch das Stirnbrett ist damit gemacht. Auch das natürlich Stichwort absolut wetterfest. Und was hier umlaufend an Dachüberstand ausgeführt ist, sind 50 Zentimeter mit der integrierten Beleuchtung. Auch da schauen wir uns drin noch ein bisschen was an. Das Ganze ist nämlich ein Smart Home, wo relativ viel eingebunden ist. Und das Ganze funktioniert auch sehr gut selbsterklärend. Jetzt schauen wir noch mal kurz hier rum. Hier kann man nämlich sehen, dass es eine echte vorgemauerte Verblenderfassade ist, die auf der Baustelle vorgemauert wird. Der Wandaufbau grundsätzlich ist ein massives Element. Das sind fertige Wandtafeln, die vorgefertigt werden aus so Blähtonkügelchen, aus Zement gebundenen. Ich zeige euch drin auch noch mal so ein Element. Da sind auch Leerrohre für die Elektroinstallation schon drin. Das heißt, es geht dann innen nachher alles sehr schnell, weil das Ganze auch nicht mit einem Innenputz versehen werden muss, sondern einfach nur verspachtelt. Außen, wenn ihr so eine Verblenderfassade haben wollt, wird dann nochmal ein Wärmedämmverbundsystem vorgesetzt auf der Baustelle. Und dann braucht man nochmal etwa 2 bis 3 Wochen, um diese Fassade hier handwerklich aufzumauern. Vom ersten Spatenstich bis zum Richtfest dauert es etwa 3 Wochen, hat man mir gesagt, was für einen Massivbau schon schnell ist. Dann braucht man noch mal diese 2, 3 Wochen für die Verblenderfassade und bis dann die Fenster alles drin ist. Also das heißt, ein geschlossener Rohbau steht, dauert es vom ersten Spatenstich bis zu diesem Zeitpunkt etwa 8 bis 10 Wochen.
Jetzt sind wir schon wieder im Eingangsbereich. Heute ist ein bisschen nieseliges Wetter. Da freut man sich wirklich über dieses große Vordach. Und was ich auch immer sehr schön finde, wenn dann eben hier im Außenbereich gleich schon so eine schaltbare Steckdose ist, dann kann man hier die Weihnachtsbeleuchtung nämlich aufstellen. Wie gesagt, Beleuchtung fürs Heimkommen ist hier schon integriert. Ihr seht, es gibt ein Smart Home System, ein Sicherheitssystem, innen auch ein Touchpanel, wo man alles bedienen kann. Und wir schauen jetzt mal ganz schnell, wie es da innen weitergeht. Ist 7,8 Quadratmeter groß. Von der lichten Raumhöhe haben wir hier 2,53 Meter und auf dem Boden einen sehr unempfindlichen Designbelag. Das ist so ein ganz dünnes 3 mm dicker Vinylbelag. Da wird direkt auf den Estrich, wo die Fußbodenheizung drin ist, nur so eine Ausgleichsmasse aufgebracht und dann wird der fest verklebt. Möglich sind natürlich auch alle anderen Beläge. Hier im Musterhaus ist das sehr, sehr praktisch. Ihr könnt schon sehen, wir haben hier überall Einbauleuchten drin. Die Decke hier drüber, das ist ja durch das Binderdach. Die Unterzüge von den Bindern sind dann praktisch die Balkenlage für die Decke hier drüber. Das heißt, man kann hier diese Einbaustrahler auch sehr gut einplanen und einbauen. Und ihr könnt auch schon sehen, die Wandoberflächen sind hier leicht abgetönt gestrichen. Ich habe euch ja gesagt, man muss keinen Innenputz aufbringen. Die Stoßfugen von diesen fertigen Elementen, von diesen Blähton-Elementen, die können einfach verspachtelt werden. Dann kann man schon mit einer Tapete drauf, ohne alles weitere machen zu müssen. In dem Fall ist es jetzt Q3 gespachtelt, das heißt, es ist vollflächig verspachtelt und dann geht es eben auch mit so einem Malervlies gestrichen oder wie ihr das haben wollt. Zur Garderobe und zu den Räumen, die hier anschließen, sage ich euch gleich noch was. Jetzt schauen wir uns erstmal den großen Wohn-Ess-Kochbereich an. Wohn-Ess-Kochbereich ist insgesamt 49 Quadratmeter groß und diese Küche hat davon 12 Quadratmeter. Hier hinter mir geht es jetzt erstmal los mit diesem freistehenden Element, das Kühl-Gefrier-Kombination und Backofen vereint. Das ist halt hier jetzt wieder direkt nebeneinander, aber sehr schön, dass die Geräte schon mal auf Bedienhöhe eingebaut sind. Und auf der gegenüberliegenden Seite, hier in Abstand von ungefähr 1 Meter, haben wir diesen freistehenden Küchenblock. Der hat jetzt 2,10 Meter mal 96 Zentimeter, dieses große flächenbündig integrierte Kochfeld. Hier ist jetzt mal so ein Dunstabzugssystem nach unten, das rechts und links angebracht ist. Es ist tatsächlich ein System, das auch eine Außenluftklappe hat, also jetzt kein reines Umluftsystem, und es ist auch sehr leise. Das ist ein bisschen was Besonderes, wenn man auch eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hat. Das haben wir hier im Haus auch, denn das Effizienzhaus 40 Plus braucht das ganze Jahr. Und da haben wir jetzt in der Küche natürlich auch nochmal die Abluft, die Zuluftkanäle im Wohnzimmer oder die Auslässe zeige ich euch dann auch nochmal. Und damit sich das eben nicht beißt, braucht man eine spezielle Außenklappe, die dann eben dicht ist und nur aufmacht, wenn das System läuft. Diese Küche ist übrigens Sahara-beige, hochglänzend mit abgerundeten Ecken. Die Höhe der Arbeitsflächen sind 93 cm. Das ist immer ganz interessant, vor allen Dingen, wenn das dann hier so in die Fensterbank reinläuft, was ich sehr schön finde. Ich habe in dieser Küche 14 Steckdosen gezählt, also das ist schon mal echt super. Hier gibt es immer so Eckleisten mit jeweils 3 Steckdosen in allen Ecken. Das ist also von der Elektrobemusterung schon mal sehr gut. Wo ich noch ein bisschen drüber nachdenken würde, wäre die Platzierung des Lichts. Wir haben hier immer diese Einbaustrahler in der Decke, die ich euch auch schon erwähnt habe. Das geht hier sehr gut und mir wäre das jetzt hier teilweise noch zu dunkel und vor allen Dingen auch hier, da gibt es jetzt noch mal so
Lampen unter den Oberschränken. Die habe ich eben nicht anbekommen, aber die braucht ihr auf jeden Fall. Sehr schön ist, dass hier hinten diese Rückwand mit dieser Glasplatte gemacht ist. Das ist dann auch so ein Sahara-Beige-Ton. Das ist also wirklich genau aufeinander abgestimmt, pflegeleicht, abwaschbar. Und wenn wir jetzt hier rumkommen, sieht man schon, dieses Fenster hat jetzt 2 Öffnungsflügel. Dieser große Hahn, also immerhin kippen kann man die Seite noch, aber könnte man natürlich sich auch mit einer Festverglasung vorstellen. Praktisch ist natürlich, wenn man hier ein bisschen aufmachen kann. Wie gesagt, die Abluft von der Lüftungsanlage sitzt direkt da oben. Und wenn wir jetzt hier weiter rumkommen, seht ihr, hier gibt es noch eine Tür, wo es dahin geht. Das zeige ich euch später. Und hier sind wir jetzt schon mal so ein bisschen bei dieser Smart Home Geschichte. Also ihr seht, es gibt überall Taster, es gibt auch so Raumthermostate, die ganz, ganz einfach per Knopfdruck bedient werden können. Da kann man also hoch und runter schalten, die Temperatur, das ist wirklich sehr selbsterklärend. Und auf diesem Touchscreen gibt es zum Beispiel für die Beleuchtung eine Steuerung, wo man dann alles eindrücken kann oder alles aus, was sehr praktisch ist, wenn man das Haus verlässt. Dann seht ihr, dann geht das hier automatisch alles aus oder man kann eben, wenn man nach Hause kommt, alles wieder anmachen. Außerdem kann man hier nochmal die Rollos steuern. Das heißt, man kann auch alle Jalousien, alle Rollläden abends zumachen, was ich wirklich sehr praktisch finde. Man hat nochmal alle Raumtemperatur hier Fühler im Überblick und könnte eben hier für jeden Raum auch nochmal die Temperatur einstellen, auch einen entsprechenden Eco-Modus. Dann kann man hier sehen, dass der Kollege gestern geklingelt hat, weil er sich ausgesperrt hatte. Das ist also auch sehr nett. Da wird praktisch aufgezeichnet die Türkameras und wir haben eine eingebundene Wetterstation. Das nächste, was wir hier sehen, ist eine Wandnische, die ist auch smart. Da ist nämlich einfach nochmal Platz für Elektrogeräte, die man vielleicht nicht jeden Tag sehen will. Und deshalb sind da hinten eben auch schon 2 Steckdosen drin. Hier gibt es auch nochmal so eine Steckdose mit einer Ladebuchse, was ich ja immer ganz schön finde. Und auch in der Küchentheke hier wurde an Steckdosen gedacht, welches System man da bevorzugt. Da kann man auch nochmal sich drüber streiten. Also das ist jetzt die Geschichte mit Drücken und Drehen. Das ist so ein bisschen tricky, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, geht es eigentlich. Auch da müsst ihr wirklich dran denken, dass ihr diesen Küchenblock immer nochmal mit Steckdosen ausstattet. Für den Wohn-Ess-Bereich bleiben von den 49 dann noch 37 Quadratmeter. Hier die Rückwand ist mal so ein bisschen in Betonoptik gestaltet. Da ist dann so eine Art Streichputz drauf, dass es auch so eine etwas porösere Oberfläche hat und dann eben diese Farbe drauf gestrichen. Ansonsten sind ja hier die Wände auch mit so einem Sahara-Beige Roséton abgesetzt. Sehr schön oben mit dieser Leiste, die das Ganze nochmal profiliert und diesen weißen Streifen nochmal betont. Und hier haben wir jetzt auf der Seite die große Hebeschiebetür. Diese Elemente sind 2,10 Meter hoch, 1,40 breit jeweils, sodass man da, dass die umgezogene Terrasse eben auch nach draußen kommt. Ihr seht jetzt hier mal die Zuluft von der Lüftungsanlage. Die ist eben bewusst so, dass die Luft, die austritt, oben an der Decke entlang verteilt wird und sich dann langsam in den Raum setzt, sodass es also auch wirklich keine Zugerscheinungen gibt oder auch nichts zu hören ist. Und hier haben wir dann nochmal einen Dreh-Kippbeschlag. Das ist die etwas günstigere Lösung, wo es rausgeht auf die Terrasse. Das ist jetzt hier schon mit extra flacher Schwelle gemacht. Und wie es da draußen aussieht, das gucken wir uns jetzt trotz schlechtem Wetter auch nochmal an. Hier setzt so eine höher gesetzte WPC-Terrasse an, die ist 4,40 Meter mal 4,40 Meter, also wirklich groß und gut nutzbar. Ihr seht schon, die ist absolut wetterunempfindlich, aber schön wäre es natürlich trotzdem hier auch einen überdachten Bereich zu haben. Also die 50 cm Dachüberstand reichen schon mal, dass wir hier unten spritzwassergeschützt sind, was die Scheiben angeht, aber es wird natürlich alles nass und so ein Dach hat halt immer den Vorteil, dass man auch einen geschützten Freibereich hat. Klar, das nimmt euch natürlich da drin auch Licht, da muss man sich entscheiden, aber ich finde, das ist immer eine Sache, wo es sich wirklich lohnt, drüber nachzudenken.
Dann haben wir hier nochmal eine Außensteckdose. Das ist auch sehr wichtig, wenn ihr mal hier nochmal Strom draußen braucht. Und hier dieser Umlauf, das ist auch sehr praktisch, ist nochmal 1,50 breit. Hier gibt es die Hebeschiebetür, wenn man im Sommer auch mal zur anderen Seite raus möchte. Und was ihr jetzt hier sehen könnt, ist die eben erwähnte Außenabluftklappe von dieser Dunstabzugshaube, die eben auch sehr wichtig ist, dass die hochwertig ist. Hier steht jetzt das Außengerät von der Luftwasserwärmepumpe. Das ist ein Splitgerät, der andere Teil steht drinnen. Das ist natürlich immer nicht so schön, das neben der Terrasse stehen zu haben, aber egal, wo man es hinstellt, irgendwo muss man es haben. Man könnte es vielleicht auch hier vor ums Eck stellen, denn hier hinter mir, und da gehen wir jetzt rein, ist nämlich der Zugang über den Hauswirtschafts- und Technikraum, und das ist wirklich eine der praktischsten Ideen, die man haben kann. Hinter uns ist jetzt nämlich direkt der Stellplatz, das heißt, man hat jetzt einen ganz kurzen Weg vom Carport mit den Einkäufen hier in diesen Hauswirtschafts- und Technikraum. Es macht total Sinn, hier nochmal in eine richtige, sichere Hauseingangstür zu investieren, die man eben auch aufschließen kann. Da ist nochmal eine Klingel, eine Kamera, und hier ist eben auch nochmal von diesem Smart Home System so ein Touchscreen, wo man eben verschiedene Szenen programmieren kann. Zum Beispiel Haus verlassen, alle Lichter aus, alle Läden runter oder eben auch das Licht hier anmachen, sodass man da einen multifunktionalen Schalter sitzen hat. Der Raum hat 10,8 Quadratmeter. Hier ist auch noch Platz für Waschmaschine und Trockner, ein entsprechender Anschluss. Hier rechts von mir sehen wir jetzt das Innengerät von der Luftwasserwärmepumpe bzw. von der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Das Ganze kann Photovoltaikstrom nutzen. Deshalb gibt es hier eben auch eine intelligente Steuerung mit einem Energiezähler, die immer guckt, was kommt gerade an Strom vom Dach. Hier seht ihr jetzt mal so Verteilerkasten. Das ist natürlich in so einem Smart Home etwas mehr, da ist etwas größer. Da sitzt auch eben der Extrazähler für den PV-Strom drin. Hier haben wir Wechselrichter und Speicher. Das ist jetzt hier nicht besonders groß. Das waren jetzt von der Speicherkapazität nur die 2 Kilowattstunden, aber auch das ist natürlich aufrüstbar. Und was wir jetzt hier nochmal sehen, ist dieses Wandelement, also das statisch tragende Rohbauelement aus diesen Blähtonkügelchen, den zementgebundenen. Ihr könnt sehen, die Oberfläche ist wirklich sehr glatt. Also wenn man da die Fugen verspachtelt hat, kann man da mit einer Raufaser drauf. Die Leerrohre sind schon drin und die Steckdosen und Schalter. Auch die Sanitärinstallation wird eben schon vorgeplant und ausgespart, sodass man innen keinen Schlitze, Klopfen oder irgendwas hat. Diese Elemente werden von dem ursprünglich dänischen Hersteller in der Nähe von Berlin gefertigt, und alle 11 Franchise-Unternehmen dieses Herstellers, die diese Häuser deutschlandweit bauen, greifen eben auf diese Systeme zurück. Das heißt, es ist auch eine gleichbleibende Qualität, die da produziert und aufgebaut wird und eben mit der kompletten Serviceleistung bis zum Schlüsselfertigen gebucht werden kann. Ihr könnt aber auch einzelne Gewerke rausnehmen und selber machen, und das Gute ist, dass ihr hier ein Angebot bekommt, wo eben jedes Gewerk einzeln aufgeführt ist mit Kosten und eben auch, was ist der Materialanteil und was ist der Lohnanteil, sodass ihr gut entscheiden könnt, was lässt sich dadurch Eigenleistung sparen. Ich habe auch noch eine Info für euch, was hier insgesamt jetzt mal der Wert von der Elektroinstallation war. Das ist ja mit so Smart Home auch immer ein bisschen teurer, und wenn euch das interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Ich gebe euch da gerne eine Auskunft zu. Aber jetzt schauen wir erstmal, was es hier noch für Privaträume gibt, denn da haben wir ja eben auch noch nicht reingeguckt. Wir sind also jetzt über den Hauswirtschaftstechnik- und Speisekammernraum wieder direkt in der Küche rausgekommen, und ich hatte euch ja noch versprochen, was zu dieser schrägen Wand zu sagen. Klar ist, die öffnet den Raum, wenn man da reinkommt, das ist ganz schön, aber diese Ecken bringen halt auch oft Möblierungsprobleme mit sich. Man könnte sich auch überlegen, die dahinterliegende Garderobe ein bisschen vorzuziehen. Dann hätte man hier eine Wandnische für den Schrank, weil wir schauen nämlich jetzt gleich mal um die Ecke, was das für die Garderobe bedeutet. Wir haben hier eine separate Garderobe, was schon mal ganz toll ist, mit 3,8 Quadratmetern Größe. Die ist nur kaum möblierbar. Das wäre natürlich die Nische für den Garderobenschrank, und da hat man jetzt eben diese Schräge. Da könnte man jetzt sagen, naja, das ist ja nicht so schlimm, da kriegt man ja noch einen kleinen Schrank hin, aber hier oben drüber ist eben jetzt auch noch die Klappe zum Dachboden, der als Stauraum wirklich praktisch ist in so einem Bungalow auf Bodenplatte. Und wenn man das natürlich jetzt noch aufmachen will, das zeige ich
euch gleich mal, dann kann man hier natürlich wirklich nichts mehr stellen. Insofern die Idee, diese Nische nach hinten zu ziehen, dann passt die Garderobe da rein, die Klappe geht wunderbar auf und ihr habt in der Küche eine sichtgeschützte Nische für euren Schrank. Das wäre also wirklich eine Überlegung wert. Und jetzt schauen wir mal, wie es da oben aussieht. Das ist also super praktisch, wenn ihr da oben nochmal so eine USB-Platte habt, dass das begehbar ist und da was lagern könnt. Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt auch Binderdächer, wo man überhaupt keinen Platz hat. Was auch super praktisch ist, ist diese Nachtlichtsteckdose. Es gibt hier in Fluren und Kinderzimmern so Steckdosen, wo unten schon so ein kleines Licht dran ist. Und das haben wir schon festgestellt, wenn man nachts auf Toilette muss, ist es echt ein guter Wegweiser. Und jetzt schauen wir mal ins erste Kinderzimmer. Das erste Kinderzimmer hat 12 Quadratmeter und Fenster auf 2 Seiten. Die haben eine unterschiedliche Brüstungshöhe. Wir haben hier 93 cm und da 82. Das hat was damit zu tun, dass da auf der Seite die Küche ist. Und da wollten wir ja die Brüstung so haben, dass die mit der Arbeitsplattenhöhe in 1 durchläuft. Und es sieht eben von außen immer schöner aus, wenn da die Brüstungshöhen gleich sind. Und das ist eben die Vorderseite. Da kann man dann auch sehr gut die 82 cm haben. Hier in dem Zimmer hat heute Nacht Matze geschlafen und warum er sich für dieses Zimmer entschieden hat, das hat was mit den Steckdosen zu tun. Wir haben nämlich hier jetzt eine Steckdose, die vom Bett aus erreichbar ist. Da sind auch 3, da kommt man nur leider nicht dran, weil sie jetzt eben da hinterm Bett sind. Aber in dem anderen Kinderzimmer, das ich euch gleich zeige, gibt es gar keine erreichbare Steckdose am Bett. Das ist jetzt alles nicht schlimm. Das hier ist ja wie gesagt ein Probewohnhaus, aber überlegt euch sowas einfach bei der Planung. Was hier ganz nett ist, das ist mir auch so noch nicht untergekommen, man hat hier die Farben so gestrichen, dass die Kanten sowohl an den Türen als auch in den Ecken so ein bisschen heller sind. Das ist so ein Roséton und dann ist da eben rangestrichen mit so einem etwas abgetönten Farbton und ich finde, das sieht sehr nett aus mit diesen hellen Ecken im Raum. Leider weiß ich die Farbnummern nicht, aber wenn es euch interessiert, kann ich euch den Hersteller nennen, dann könnt ihr da vielleicht was Passendes finden. Und jetzt schauen wir uns gerade noch das zweite Kinderzimmer an. Das zweite Kinderzimmer ist direkt von der Diele aus erschlossen und mit 12,5 Quadratmetern etwas größer, aber auch anders geschnitten, nämlich lang und schmal. Und hier haben wir jetzt 2 Fenster auf einer Seite. Die haben jetzt hier die niedrigere Brüstung, das ist sehr schön und es ist jetzt eben so, dass da hinten neben dem Bett überhaupt keine Steckdose ist, deshalb konnte man das Nachttischlämpchen da nicht einschalten. Steckdosen, Antennenanschlüsse gibt es hier im Prinzip genug, hier ist an alles gedacht. Aber das meine ich, wenn ich sage, guckt bei der Elektrobemusterung mit der Platzierung. Außerdem gibt es hier noch so einen Wandvorsprung im Zimmer. Auch den könnte man natürlich nutzen, um hier flächenbündig Einbaumöbel reinzubauen. Das hat was mit dem Elternschlafzimmer zu tun, wo wir gleich gucken. Aber jetzt schauen wir erstmal direkt gegenüber ins Kinderbad. Das Kinderbad ist 4 Quadratmeter groß. Und jetzt an dieser Seite angeschlossen. Man kann schon sehen, dass da 33 x 33 Fliesen auf dem Boden sind. An der Wand sind es 55 x 25, so eine hochglänzende Fliese. Hier haben wir einen Spiegel mit integriertem Licht. Das ist also insgesamt eine sehr hochwertige Ausstattung. Der Fliesenspiegel läuft hier auf einer Höhe von 1,25 Meter, also relativ hoch, auch diese Vorwandinstallation. Schön ist, dass es jetzt hier das Fenster mit der niedrigen Brüstung gibt, wo gleich Milchglas drin ist, dass da keiner reinguckt. Ihr seht auch schon, es wird hier besonders Wert auf Sicherheit, also auf einen hohen Sicherheitsstandard gelegt mit Kameras, mit Pilzkopfverriegelungen und so weiter. Und jetzt ist hier so eine Dusche drin, die hat 75 x 75 cm und da sagte der Kollege schon, also für einen erwachsenen Mann ist das ein bisschen eng zum Duschen. Ich durfte, fragt mich bitte nicht warum, in dem großen Elternschlafzimmer mit Ensuite-Bad schlafen und habe da auch meine Erfahrungen gemacht und da schauen wir jetzt rein.
Das Schlafzimmer hat 15,5 Quadratmeter und hier seht ihr jetzt schon, ist natürlich diese abgeschrägte Wand ganz praktisch. Dann wird man wirklich in den Raum reingezogen und es ist nicht so eng, als wenn man jetzt hier diese Ecke hätte. Außerdem hat man natürlich hier diese Nische, die man im Kinderzimmer gesehen hat, weil man die braucht, um hier überhaupt die Tür platzieren zu können. Ihr seht schon, das sind sehr, sehr schöne, hochwertige Türen, stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern. Dann haben wir hier den Raumthermostat und auch die Möglichkeit, die elektrischen Jalousien nochmal runterzulassen, die übrigens sehr, sehr leise und sehr schnell runterfahren, was ich ganz toll fand heute Nacht. Und es ist ja so, dass es eben ein Probewohnhaus ist. Also man kann hier tatsächlich eine Woche Urlaub machen an der Nordsee und das Raumklima mal so ein bisschen testen. Das ist ja die Intention. Und ich muss sagen, ich habe hier heute Nacht wirklich sehr gut geschlafen. Da oben ist der Auslass von der Lüftungsanlage. Ich schlafe normalerweise immer mit offenem Fenster, egal was für Wetter ist. Habe das heute Nacht mal so probiert und es zieht nicht, man hört es nicht und es ist trotzdem morgens frische Luft hier drin, auch wenn man das Fenster zu hatte. Das hat wirklich gut funktioniert. Und hier gibt es dann auch noch mal so einen Schalter, wo man vom Bett aus überall so eine Art Panikschalter, alle Lichter an oder aus, alle Rollläden hoch oder runter machen kann. Das ist also wirklich auch eine ganz praktische Sache. Und auch hier könnt ihr sehen, der Raum ist so leicht grau abgesetzt, die Decke ist weiß, was dem einfach sehr viel Struktur gibt. Und hier geht es dann in das eigene Elternbad en suite, das ich heute Morgen genießen durfte und wo wir jetzt auch reinschauen. Das Masterbad ist 9 Quadratmeter groß und hier hat man sich wirklich einiges an Sonderausstattung gegönnt. Ihr seht hinter mir schon den elektrischen Handtuchheizkörper, der wird wirklich super schnell warm, haben wir eben unsere nassen Klamotten getrocknet, ist praktisch, weil er eben jetzt nicht an irgendeinen Heizkreisverteiler angeschlossen ist, sondern einfach elektrisch erwärmt wird. Dann sind hier sehr große Fliesen drin, 90 x 45 an der Wand, so ein bisschen in Granitoptik. Das ist eine anpolierte Fliese, die ist nicht hochglänzend, aber so leicht glänzend. Dann gibt es hier diesen Aufsatzwaschtisch mit dieser Hinterleuchtung, auch ein Spiegel mit Hinterleuchtung, den man hier dimmen kann, die Lichtfarbe anders einstellen. Ich habe heute Morgen festgestellt, auch wenn das extra ein Schminkspiegel mit Licht ist, ist trotzdem das Licht an der Stelle nicht wirklich ausreichend, um sich gut zu schminken. Also das ist einfach was ich euch nochmal sagen wollte. Guckt wirklich, dass ihr gutes Licht habt, da wo ihr es braucht. Dann gibt es hier auch noch so ein Einbauradio mit Uhr. Ihr könnt den Taster nachher hier in der Schamwand sehen. Das kommt dann da oben aus diesen deckenintegrierten Lautsprechern. Auch sowas ist möglich und es ist im Bad irgendwie ganz nett. Da hat man vielleicht nicht immer das Smartphone griffbereit. Und dann seht ihr hier schon die große Dusche mit dieser Ganzglasabtrennung. Die ist jetzt mit so einer extra flachen Duschtasse gemacht, die sowohl rutschhemmend als auch sehr hochglänzend trotzdem von der Oberfläche ist. Das ist ein Sanitäracryl mit einem hohen mineralischen Anteil, der einfach sehr hochwertig ist. Die ist jetzt 1,40 x 90, also auf jeden Fall groß genug zum Duschen. Aber ich habe eben auch festgestellt, in so einer offenen Dusche wird es ein bisschen kühl, weil eben die warme Luft vom Duschen da auch immer rein und raus geht. Und auch wenn ich sehr vorsichtig war, es spritzt eben trotzdem hier raus und der Boden ist einfach nass. Also das müsst ihr einfach wissen, wen das stört mit Spritzern und Reinigen, der wischt dann halt immer hinterher. Auch zum Thema Reinigung ist mir aufgefallen, dieses wunderschöne Duschpanel da hinten. Also es ist ja eine Unterputzarmatur hier mit Regendusche und separater Handbrause mit dieser schwarzen Drückergarnitur. Das ist ganz praktisch. Die Technik sitzt dahinter in so einer Box. Das heißt, das kann man abheben. Da kommt man auch gut dran, wenn mal was ist. Aber diese Hochglanz-Oberfläche da, die ist eben einfach auch so, dass man da jeden Tropfen und jeden Fingerabdruck drauf sieht. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Die Wanne ist ebenfalls was Besonderes. Die ist sehr hochwertig und ist auf den Rohfußboden aufgesetzt, sodass die also etwas tiefer ist, in den Estrich eingelassen. Die Ausstiegshöhe sind dann hier nur noch ungefähr 40 cm. Das ist wirklich sehr komfortabel. Auch hier hat man diese hochwertige Duschsteuerung. Dann ist hier gleich wieder die
Brüstung mit 82 cm. Das Fenster ist jetzt hier direkt mit Milchglas gemacht. Dahinter ist jetzt nur der Garten. Klar ist natürlich, dass man sich dann hier einfach so ein bisschen geschützter fühlt, weil da direkt die Nische fürs WC ist. Da hat man jetzt auch so eine hochglänzende Drückergarnitur und ich habe schon festgestellt, wenn man da drauf drückt, sieht man halt immer die Fingerabdrücke. Also wenn es jemanden stört, vielleicht einfach für was anderes entscheiden. Die Schamwand ist hier 80 cm, das ist absolut ausreichend, ist relativ hoch, 1,38 Meter. Das heißt vom Rest des Bades wirklich abgeschlossen und dieser Bereich ist einfach wirklich was, wo man sich als Eltern ganz arg wohlfühlen kann und ein bisschen Wellness auch aufkommt. Diesmal gibt es das Outro in der Küche, weil wir sind nochmal ins Smart Home System eingestiegen und haben die Beleuchtung angekriegt und es ist schön. Das wollten wir euch nochmal zeigen. Es gibt also eine Küchenbeleuchtung hier und wenn ihr das selber alles mal ausprobieren wollt mit dem Probewohnen, findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link, wie das funktioniert, unter welchen Bedingungen das möglich ist, denn ihr könnt hier nicht einfach unangemeldet vorbeifahren. Das Haus wird wirklich wochenweise für Urlaub an der Nordsee vermietet. Ja, und wenn ihr noch Infos haben wollt, Grundrisse anschauen wollt, gibt es wie immer unten den Link in unsere Hausdatenbank. Ich habe euch da auch eine Preisinfo in die Videobeschreibung gepackt des Herstellers. Auch das ist ein bisschen unterschiedlich, weil ja mit unterschiedlichen Franchise-Partnern gebaut wird. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.